Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge The Outer Worlds. Ja, sind wir immer noch hier auf der Groundbreaker, ne? Ja, ist ja gut. Also, ich würde jetzt erstmal zum Bedford gehen. Wir haben ja jetzt erstmal alles gemacht, was geht. Ich habe nochmal gespeichert. Ich hoffe, dass wir nicht vorher zu Gladys müssen, aber ich habe ein bisschen der Hoffnung, wenn wir es irgendwie schaffen, Bedford zu überreden, die andere auf der Krankenstation irgendwie die Schulden zu erlassen oder dass wir ja nicht Hawthorne sind, sondern wer anders und dass wir ja gar nicht so schlimme Leute sind und dass wir ihm vielleicht helfen können oder was auch immer, dass wir vielleicht so einen Schlüssel nach Stellar Bay bekommen, ohne dass wir jetzt hier 10.000 Credits zahlen müssen. Aber das werden wir sehen. So. Guten Tag. The last day of this posting can't come soon enough. Ja, das verstehe ich. Got my sights on you. Alles klar. Ah. Ah, the board. Organized, efficient, competent. Well, mostly. I think everything in here is worth more than I made in my whole life. So, okay. Ich wollte erstmal die Leute quatschen lassen. Deswegen habe ich mal noch gewartet. Wir haben überreden oder überzeugen eigentlich schon ganz gut mit. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir eventuell noch mehr brauchen. Noch mehr überreden. Oder überzeugen. Nur mal gucken. Boah, da gibt's geschlossene Türen. Wie komme ich denn da rein? Leute? Military service does not guarantee full employment rights, Danke. tax breaks, military discount, health benefits, military burial, participation medal, training, or weapon. You've been listening to Halcyon News, your mandated duty as a good citizen of Halcyon. Wenn ich es vielleicht irgendwie schaffen könnte, hier hinterzukommen. Das wird nicht klappen. Huh. What? Someone's coming. I'd better take a look. Mist. Mano. What do you think you're doing? Mano, ich will die Kacktür aufbekommen. Naja, mal gucken. Zur Not müssen wir hier halt ein bisschen rumballern. Irgendwann. Oder habe ich vielleicht noch irgendwas, was ich... Erstmal vor denen umziehen. Das ist absolut normal. Das, ja, da guckt jetzt keiner drauf. Geisteshaltung. Oh, das ist auch gut. Na, mal gucken. What do you think you're doing?
I don't have time for this. Move along. Aber vielleicht kriegen wir es so hin, weil. Ah, warte mal, was ist das jetzt hier? Es tut mir leid, ich muss mal ein bisschen probieren. Ruf. Beim Vorstand. Das ist bloß 1%. Here they come. You asked for it. Ja. Okay. Pass auf. Wenn wir das laden und dann aufmachen und dann sagen, ach komm, es tut mir leid. Ja, Keep my alles head gut. down. What do you think you're doing? Ah, okay. Gut, naja, dann halt nicht. Dann muss ich das später mal ausprobieren. So. Gut, wir reden mal mit dem Guten, ne? So, was haben wir an? Wir haben unsere Diplomaten- und Dialogsachen an und... Ne, Lügen nicht. Geisteshaltung, ja, ist Entschlossenheit. Ich gucke gerade, ob wir noch mal was Besseres nehmen können. Wir könnten hier mal so ein Lügen. Das ist bestimmt gut. Und ach, guck mal hier, Dialogfertigkeiten. Aber das ist Dialogfertigkeiten 5 und hier habe ich... Ja, das habe ich ja auch drauf. Wenn, dann müsste ich das nehmen und nochmal Diplomatenausrüstung draufpacken und dann wäre es vielleicht nochmal besser. Aber vielleicht packen wir hier mal ein Lügen drauf. Mal gucken. Und außerdem Spacers Choice, das muss der doch mögen, der Typ. Guten Tag, Herr Kommissar. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the Ja. captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Ja. Something happened to my favorite scruffy freelancer? Alex ist tot. Vergiss Alex. Warum hast du mein Schiff beschlagnahmen lassen? Ich werde dir deinen dürren Hals umdrehen, du dreckige Schnecke. Bei mein Schiff zurück. Alex spielt keine Rolle. Ich bin hier, um Phineas Wells nee, ganz offen. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In Ja, ich whose weiß. miserable fever dream am I trapped? Ja, furchtbar. Ich weiß. Ja, mein Beileid. Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. Wie standest du denn zu ihm? He was my dearest friend. My only friend. Was? You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Auf jeden Fall. Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Ja, Tell ja. me, how did he die? Er war zu blöd zum Scheißen. Wilde Möter haben ihn bei lebendigem Leib aufgefressen. War ein Unfall mit einer Rettungskapsel. Glaubt mir, die Details wirst du nicht wissen. Ja, das dritte hier, das ist so... Da könnt ihr sauer werden auf uns. Wenn wir das hier machen, dann ist es ja so... Ey, der hat einfach seine Sachen gemacht und der wollte auch wieder zurück hierher und dann, die wilden Möter. Ich würde das mal versuchen. Vielleicht, ist das mehr so gefühlsbetont für ihn. No. How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Ja. Becoming one with their droppings. Ja. Mein herzlichstes Beileid. Können wir uns jetzt wieder den wichtigen Themen widmen? Ja, das erste klingt so schroff, ne?
Das zweite ist so. Ich würde mal die 2 ausprobieren, tatsächlich. Weil bei dem einen so, können wir uns jetzt den wichtigen Themen widmen? Das klingt so, als wenn Alex nicht wichtig wäre. Und das, ich glaube, da wird er sauer. Ich versuch's mal mit der 2 tatsächlich. Fine. You're free to go. I've removed the impound order on your ship. But before you go, I did have one request. Ja. Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Warum hat der Vorstand eigentlich so ein Interesse an Wells? Wie kommst du darauf, dass ich irgendwas über Wells weiß? Warum hast du so ein Interesse? You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table? Nee, leider, du. Nee, gar nicht. Gar nicht, nie. Ich weiß, wo sich Phineas Wells aufhält. Alex hat nie erwähnt. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Sag mal, wie meinst du das, dass der Vorstand dir den Kopf abreißen will? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Kann ich dir irgendwie helfen? Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... well, it's my white whale, I suppose. Moby Dick oder was? In Ordnung, ich sag dir, wo Wells ist. Nein, ich kann dir nicht sagen, wo Wells ist. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Du, ich bin hier wegen Jessie Doyle. Ich will, dass ihre Schulden gestrichen werden. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Was? Die verpflichtende Spende dieser ist in solchen Fällen absolut legal. Alle Organe oder was? Lebendig ist sie mehr wert als tot. Lass ihre Schulden abarbeiten. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. Just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? So wie ich das sehe, hat sie keine große Wahl. Keine vermutlich, aber wenn sie nicht zur Arbeit erscheint, kannst du sie immer noch abmurksen. I'm not sure the price of her organs will allow a profit in that case. I expect her liver is, used goods, as it were. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Ich wollte dich mal was Be my fragen. guest. Was genau machst du hier? I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears, and busy little hands. Eine bedeutende Persönlichkeit auf einer unbedeutenden Weltraumstation. Hast du es wirklich geschafft? Das, puh. Nee, das beantwortet meine Frage nicht. I send a lot of messages. Sometimes I read them.
Every once in a while, I'll impound a ship if I want to feel alive. Kannst du mich nach Stellar Bay bringen? Good law. Who'd want to go to that toxic hell pit? Also, ist das ein Nein? Kann es sein, dass es hier jetzt nicht mehr so erdrückend heiß ist? Warum stehen hier bewaffnete Wachen rum? Was ist hinter den abgeschlossenen Türen? Warum Wachen? Oh, you've noticed my friends. Wonderful. Aren't their guns very large? Tremendously impressive. They're here to keep the peace, of course. Um dich zu beschützen, meinst du wohl? Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status and so resents any board presence, no matter how benign. Ein Büro auf ihrer Promenade nennst du also helfen. When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. They don't see it that way, of course, but I can't say I much care. Kann es sein, dass es nicht mehr so erdrückend heiß ist hier? Nee, was ist denn hinter den Türen? A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. Kommt der häufig vorbei? Kann es sein, dass es hier nicht so... kommt der häufig vorbei? Oh, good law, of course not. He'd never set foot on this decrepit junk pile. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the chairman's exclusive use. Ja. So, jetzt nochmal zu dem Heiß hier. You refer to the radiator issue? Oh, goodness, it was dreadful. I was sweating constantly. Chief Tennyson certainly did take her time resolving it. War das nicht eigentlich deine Schuld? Gracious, no. I can't imagine what gave you that idea. I only facilitated communication between the board and Chief Tennyson. It's not my fault she was stubborn. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that. She did everything she could. It was your people's fault, not June Lay's. My, aren't you? Excitable. So redest du nicht mit ihr. Oh, sweetie. I don't owe a grease-stained wrench jockey like her the time of day, let alone my deference. Das nimmst du aber sofort zurück. I'm sorry, my temper got away from me. Please accept my sincerest apologies to you and your friend. Oh, I'm not used to folks saying sorry. It's not all right exactly, but I appreciate the apology, I guess. Well, now that that's dealt with, was there anything else you wanted to discuss? Nochmal zu meinen anderen Fragen. Ask away. Wir gehen. Okay. Also, ja, die Jess wird jetzt nicht sehr begeistert sein, ne? Aber ich wollte es erstmal auf diese Art und Weise lösen. Tatsächlich hätte ich ganz gerne allerdings gewusst, wie hoch denn die Schulden sind. Und deswegen ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht Okay, gone quiet. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich halt nicht irgendwie rausgegangen bin aus dem Gespräch und habe gesagt, so, machen wir mal. Deswegen, es tut mir leid. Ich skippe die meisten Sachen jetzt, ne? Oder alle Sachen. Ich will bloß mal gucken, dass wir die eventuell tatsächlich irgendwie befreien können. Also so richtig befreien können. Vielleicht kommt sie dann mit uns? Weiß nicht. Könnte ja sein.
Alex ist tot. Mein Beileid. Wie standest du? Jo. Harter. Möter. Was mein Schiff angeht. Fine. You're free to go. Alex promised. Warum hat er so ein Interesse? Wie kommst du? Nie erwähnt. Kopf abreißen. Helfen? Nicht sagen. Now, if you've nothing. Ja. So, warte mal, wir gehen erstmal. Speichern. So. How do you do? Dann, hier, Doyle. Miss Doyle. Kind and efficient. Can't say I disapprove. Although, seeing as this woman isn't a member of our crew, it'd be nice if the price weren't quite so high. I think you may have underestimated the size of Miss Doyle's debt. If you'll look over this itemized bill. So viel verlangt ihr wegen seelischer Schmerzen? Ernsthaft? Also, ey, 2500 Bits, das ist ja nix. I am extremely anguished, Captain. Please respect my feelings in this difficult time. I doubt Mr. Bedford's ever felt real pain. We could introduce him to the sort of suffering that actually constitutes extreme anguish. Ja, For the good of his understanding, of course. Klar. Be careful you don't irritate my guards, Vicar. You might not like their rather narrow understanding of what constitutes excessive force. Na komm. I'm glad we could come to an accommodation. You may inform Miss Doyle that our collections agent will be recalled. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? So, nee, die anderen Fragen. Was genau? Frage. Stellar Bay. Also ist das ein Nein? No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. Hat er... War das jetzt ein Nein? Ich hab's nicht ganz so mitgeschnitten irgendwie. Best to be clear, I believe. Oh, they're here to So, das mit den Wachen, der Intelligenz. So. Ich würde mal kurz gehen, weil das passt mir jetzt eigentlich ganz gut. Und dann gucken wir noch mal, ob wir nicht irgendwie irgendwas rauskriegen können. Mit der Hitze. You refer to the radiator, Chief Tennyson. So, was ist denn, wenn ich jetzt sage, ich habe das behoben? Also nicht unbedingt, um sie zu diskreditieren, aber um vielleicht, dass vielleicht bei uns, also für uns was dabei rausspringt. Mal sehen. Wir haben ja gespeichert. I owe you a debt then. I was going through 3-4 shirts a day. Still, that Tennyson woman. Deplorable conduct. My superiors will be... She did everything she could. It was your people. So redest du nicht mit ihr. Zurücknehmen. Was meinst du? Well, now that... So, dann spielst du also den Butler für den Obermacker. To serve at our most esteemed chairman's behest is an honor, and one I'm most thankful for. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws... Ja. Wir gehen mal zu Jessie und sagen ihr das mal. Aber ich glaube, in der Folgenpause würde ich ganz gerne mal nochmal probieren, was das wäre, wenn wir zuerst sagen, oh, guck mal, ist ganz schön heiß hier, dann, ey, wir waren das, weil der Rest danach ist genau dasselbe.
Und dann kriegen wir vielleicht... Vielleicht kann er dann was machen bei den Kosten. Maybe? Das wäre ja cool. Also nicht, dass wir halt irgendwie da ein paar Bits sparen oder so. Die paar Dinger, die stören mich jetzt nur wirklich nicht, aber... Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. Except being right. That's nice too. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. Willst du damit sagen, dass du für mich arbeiten wirst, nur weil ich Jesse geholfen habe? Du schuldest Leuten wirklich nicht gerne was, oder? Ja, zweitens. It's like people touching a cookie and leaving it in the box. It's just one of those things that gets under my skin. Also, nur weil ich Jesse geholfen habe? Willst du für mich arbeiten? If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway. And you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. Was hat Jesse für dich überhaupt gemacht? She helped me win a bet. Eine Wette. We were on a smuggling run planetside when our point man bet me I couldn't outrun a mantisaur. And as you can probably guess, the thing was faster than it looked. Probably would have caught me if Jesse hadn't picked it off. Also hat sie dir das Leben gerettet. Yeah, but the important thing is I won the bet. Uff. You won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Time to play favorites, Captain. Wir sehen uns auf dem Schiff. Traveling in style, are we? I'll be sure to nab a cabin with a view. Ja. Dr. Fenhill, glad you opted to join us. It'll be good to have a Sawbones on the crew. Sawbones. Jetzt kann ich. So, gut. Haben wir das auch gelöst. Was wohl passiert wäre, wenn wir sie es hätten abarbeiten lassen? Wären wir dann ganz schön das hier gewesen? Oder hätten sie sich trotzdem gefreut? Fragen über Fragen. Gut, okay. Also, beim nächsten Mal müssen wir jetzt... Also, wir müssen zu Gleiches rüber. Nutzt alles nichts. Das machen wir dann. Wir kriegen es ja auch nicht so. Also, wenn wir so umbringen, kriegen wir es auch nicht. Schade. Ich hätte natürlich schon mal Lust, bei dieser ganzen Geschichte Vorstand und so mal reinzuschauen, aber da jetzt die Leute umzunieten, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht was ich gerne machen würde. Wir haben jetzt hier gerade so einen schönen, krassen, guten Punkt. Ja. 1% negativ. Ich weiß immer noch nicht, was ich da gemacht habe. Naja, gut. Ja, und die werden irgendwie, ne? Ich komme aber auch nicht runter von ihrer Grantigkeit hier. Na gut. Das heißt, wir werden dann als nächstes wieder ganz schön arm werden.
wenn wir dann das hier machen. Aber danach haben wir wenigstens wieder eine ganze Menge zu tun. Ja, war jetzt ziemlich viel Gequatsche, aber das muss halt leider in einem Rollenspiel auch mal sein, ne? Nützt alles nichts. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und sagt mal, wie ihr euch entschieden hättet bei dem Ganzen hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Cheerio. Ciao.